Ich bin wieder hier, wie im vergangenen Video angekündigt. Ich möchte in diesem Video meine Botschaft für eine Lösung wieder mitteilen. Im nächsten Video werde ich sehr konkret wieder auf die Verhalten und auf das Taktieren, auf die unhaltbare Faktenschaffung vom Finanzdepartement, der Rechtsabteilung eingehen und dann dieses Thema abschließen und dann aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass daraus entsprechende Strafanträge bei der Bundesanwaltschaft resultierten und die letztlich eben wieder durch eine Nichtanhandnahmeverfügung mit Willkür vom Tisch gefegt wurde. Ich habe heute versucht, mit meinem Mobile auf die Bundeswebseite zu gelangen, um Informationen zu erhalten, insbesondere über Herrn Gassmann, Herrn Adrian Gassmann. Herr Adrian Gassmann hat ja eine Aktennotiz geschrieben am 14. Mai 2019 in dieser Angelegenheit. Ich habe darüber berichtet im vorletzten Video und ich wollte herausfinden, was Herr Gassmann heute macht. Leider hat mein Mobile keinen Zugang gefunden zu den Internetseiten des Bundes. Ich habe das mehrfach versucht und habe dann ein anderes Mobile genommen, das nicht mir gehört, und bin dann sehr schnell auf die Bundeswebseite gelangt und konnte da, wie man es eben gewohnt ist, auf diese Seite surfen. Ich bedauere, dass offensichtlich meine Kontaktaufnahme mit dieser Internetseite nicht erwünscht ist, dass ich keine Informationen vom Bund downloaden kann, mindestens jetzt in diesen Bereichen drin, wo ich war. Und das ist doch sehr tragisch, dass ich insbesondere in dieser Situation, in dieser Angelegenheit ausgeschlossen bin. So macht es wenigstens den Anschein. Ob das anderen Personen ebenfalls passiert, kann ich nicht beurteilen. Nun, ich habe die Information ja dann gefunden, auch auf einer anderen Webseite. Der Herr Adrian Gassmann arbeitet immer noch im VBS. Ich gehe davon aus, dass das im VBS Recht ist. Und somit verhält es sich bei ihm genau gleich wie mit dem Chef VBS Recht, Herr Dr. Jur Gerhard Saladin. Er hat ja im Mai die Vorschläge oder den ersten Vorschlag billig abgesagt für eine vernünftige und gütliche und auch für die Schweiz sehr gut machbare Lösung. Ich möchte aber auch mitteilen, dass ich eine positive Information gefunden habe auf der Bundeswebseite, nämlich dass vor 2 Tagen, also vom 15. August, die Information präsentiert wurde, dass Herr Bundesrat Pfister sein Team jetzt vollständig definiert hat und zusammen hat. Also das Generalsekretariat mit den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht jetzt und das gibt mir ein Stück weit Hoffnung, weil da sind zum Teil neue Leute drin, es sind nicht alle Leute neu, wie ich feststelle, aber es gibt mir Hoffnung und ich möchte doch gerne auch an diese Leute mein Wort richten, dass sie sich doch für eine vernünftige und gütliche Lösung mit dem Herrn Bundesrat zusammentun und eben das umsetzen. Aufgrund dieser gesamten Situation, die im Grunde genommen für niemanden haltbar ist. Also bitte unterstützen Sie diesen Vorschlag, dass wir jetzt eine vernünftige und gütliche und rasche Lösung erzielen können. Das gilt natürlich auch für den Bundesrat, es gilt auch für die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, dass man jetzt sich zusammenrauft und diese Lösung umgehend ermöglicht, weil unsere Mittel, wie schon mehrfach mitgeteilt, die gehen in diesen Tagen komplett aus. Ja, auch deshalb möchte ich vielleicht Herrn Bundesrat Pfister im Speziellen noch ein bisschen erwähnen. Und zwar, Sie müssen sich die Situation ja vorstellen, also die Perform-Fun-App wurde kopiert vom Bund. Es wurde dann ein Lügengerüst, ein Lügengebäude aufgezogen. Man hat die Verfahren im Bundesgericht, weil man ja keine Lösung gefunden hat im VBS drin, was für mich auch nicht verständlich ist. Aber diese Verfahren dann im Bundesgericht wurden nicht rechtsstaatlich durchgeführt. Man hat verschiedene Verbrechen letztlich auch ausgeübt. Ich werde über das gegebenenfalls auch noch berichten müssen.
Und auch die Strafanträge, die ich eingegeben habe, insbesondere auch gegen die Bundesanwaltschaft selbst, sind ja, wie Sie wissen, auch wegbedingt worden, wenn ich das so positiv formulieren soll. Wobei es gibt ganz klar keinen Anlass, um das so wegzubedingen. Es war reine Willkür. Ich werde im nächsten Video dazu auch noch kurz ein Wort sagen. Es ist ja nicht alles. Nachdem man diese Machenschaften und diese Verfahren, diese unrechtsstaatlichen, missbräuchlichen Verfahren einleitete und uns eigentlich auch das Vermögen damit genommen hat, ist man auch weitergegangen. Man wollte offenbar nicht akzeptieren, dass man da auf dem Recht beharrt und sein Recht versucht als Bürger durchzusetzen. Und man ist eigentlich seit ganz am Anfang an schon, also seit über 6 Jahren, übergegangen und hat uns mit Zersetzungsmaßnahmen und Stasi-Maßnahmen massiv zersetzt. Bis eben dahin, wo die Mittel ausgingen. Sie können das im Video über Stasi-Maßnahmen, Zersetzungsmaßnahmen auch nochmal sehen und hören. Auch darüber kann man gegebenenfalls noch im Detail und die verschiedenen Details noch ausführen. Aber ich frage Sie, Herr Bundesrat Pfister, ich meine, wie ich von der Presse und von den Medien und vom Internet entnehme, sind Sie ein Familienmensch. Sie haben eine Familie, Sie haben Kinder, Sie haben eine Ehefrau. Und Sie müssen sich vorstellen, wir haben auch eine Familie, nur unsere Familie ist grundsätzlich mal auseinandergerissen. Da kann man sagen, okay, das war ein Entscheid. Kann man sagen, es war abhängig von dieser Angelegenheit oder nicht. Ich kann Ihnen sagen, es war ziemlich massiv abhängig von dieser Angelegenheit. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir können heute aufgrund dieser Bespitzelung, Beschattung und so weiter, die nach wie vor stattfindet, nicht ein normales Wort miteinander telefonieren. Wir können nicht mit den Kindern telefonieren und unsere Sorgen und Nöte offen kundtun. Wir können nicht mit den Kindern telefonieren und sagen, was uns da gestern gefallen hat, wo wir da waren, was wir gemacht haben oder was wir morgen tun werden. Das können wir nicht, weil dann wissen die wieder, was wir tun. Also dieses Familienleben ist massiv gestört, es ist massiv unterbunden, es ist massiv kaputt gemacht worden. Nicht nur der finanzielle Teil, von dem wir schon die ganze Zeit sprechen. Es wurde eine Familie bis dahin faktisch zerstört. Und das kann es nicht sein. Ich weiß nicht, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie mit dieser Gegebenheit umgehen müssten. Wenn Sie mit Ihren Kindern, mit Ihrer Frau nicht ein normales Wort am Telefon wechseln können. Wenn Sie nicht hingehen können, ich meine, wir leben hier in Lübeck. Klar, das ist ja ein Entscheid gewesen. Auch eben, weil wir uns der Bespitzelung in Seefeld, im Kanton St. Gallen entziehen mussten. Wir sind hier und die Kinder und der Rest der Familie ist in der Schweiz. Wir haben nicht mal mehr die Mittel heute, um dahin zu fahren, um zu sehen und sagen, hey, lasst uns mal treffen, lasst uns mal gut zusammen zu haben, lasst uns mal eine Wanderung gemeinsam zu unternehmen oder sonst was. Wir sind nicht imstande, das mehr zu tun. Wie würden Sie sich fühlen? Ich denke, Herr Bundesrat Pfister, es kann nicht im Interesse von Ihnen sein, es kann nicht im Interesse von der Schweiz sein, es kann nicht im Interesse von niemandem sein, dass diese Angelegenheit aufgrund dieser Machenschaften, die ganz klar Vergehen und Verbrechen darstellen, da muss man nicht lange darüber diskutieren. Diese Fakten und diese Belege sind längst bekannt, sonst hätte man auch nicht diese Maßnahmen, diese Zersetzungsmaßnahmen machen müssen. Hätte man nicht machen müssen. Man hätte eine Lösung erzielen können. Das ergibt sich auch aus diesen Unterlagen. Also man kann jetzt da nicht einfach sagen, ja gut, jetzt ist es halt so und die Familie Sulzer ist jetzt irgendwie auseinander und Herr und Frau oder Frau und Herr Sulzer, denen geht es jetzt halt nicht gut, die müssen jetzt halt aufs Sozialamt und müssen halt schauen, wie sie über die Runden kommen. Das geht so nicht, Herr Pfister. Ich glaube auch nicht, dass das ihr innerster Wert darstellt. Also hören Sie ein bisschen auf das und versuchen Sie, das zu verstehen. Und versuchen Sie hier eine Analyse zu machen und zu sagen, da braucht es jetzt eine vernünftige und gütliche Lösung und nicht einfach eine billige Abfindung, sondern es braucht in gewisser Weise eine Lösung, wo wir sagen können, okay, das ist eine gewisse
ist in gewissem Sinne adäquat, ist vernünftig. Sie haben die Vorschläge, Sie haben den zweiten Vorschlag, den ich Ihnen gesandt habe, da haben Sie sehr viel Spielraum da drin. Und Sie haben eigentlich alle Freiheiten. Also es wäre möglich, hier eine machbare Lösung zu finden und zu treffen. Vielen Dank.